So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde, Freundler und Abonnenten und so. Herzlich willkommen zum Let's Play Vampire the Masquerade&Swansong. Ich glaube, das 6. Let's Play ist es jetzt. Nummer 6 und ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Bin genauso jetzt auf dem Fortschritt wie ihr. Aber dafür gucken wir mal. Wir gehen auf Fortschritt und schauen mal, was uns erwartet. Fortfahren. Nachdem sie über die Lage berichtet hatten, bieten Leisha und Galeb dem Prinzen erneut ihre Dienste an. Oha. Also geht das wieder von vorne los. Na, da bin ich ja mal gespannt. Mal gucken, hätte ich jetzt gesagt. So. Fortfahren. Ja. Mehr geht nicht? Okay, dann anwenden. Schöne Stadt. So the prince wasn't too disappointed? She didn't express her gratitude, at any rate. With you, she must not be used to failure. The others were pretty surprised, in fact. Were they? Some of them think you're not as motivated as you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? Doubting me should not become a habit, Fang. I shouldn't have to reassure you. Unfortunately, I'm not the one who needs to be reassured. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Yes, Erfolg. Seht ihr, ich kann das jetzt. Fang. There can't be any secrets between us. You must tell me everything. Beryl, he asked me to come see him. Oh, and did you? You weren't here. I didn't know I was supposed to stop existing while you were away. We talked about me, my past. I'm sure he didn't mean anything by it. You must not speak to him again. He is far too unpredictable. That's an order. Beryl. Damn it. I'm going up to see him. No! He made me swear not to tell you. You should have thought about that before you accepted his invitation. Just one more, and then you can go rest. All right. So, Dialogbelohnungen 1. Gehe zu Beryl. Was war das jetzt? Geh in Beryls Wohnung und sprich mit ihm. Okay. Oh, Telefon. A message from Caius. Need you downstairs. Urgent issue. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl.
Entscheide dich. Nimm den Aufzug, wie von Kaios Leto gewünscht, in die Etage U1, oder? Gehe in Barretts Wohnung und sprich mit ihm. Ja. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Wo ist denn der? Da sind wir dezent dran vorbei am Aufzug. Ich muss den Aufzug jetzt nochmal suchen gehen. Aber hier war doch keiner, oder? Da. So. Ja, der ist ja schon da. So. Ich glaube, das war richtig, ne? Mal gucken. We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. So, da bin ich. Hallo. You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. So, war To nett. what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Do you know who it was? Not now, but I will soon enough. Otherwise, the prince will have my head. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. It's easy to accuse someone who's not here to defend herself. Yes, and I might have it all wrong. But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. I don't know. Jara has most likely been destroyed by now. Do you have any evidence supporting what you're suggesting? Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between you and me. Fine.
And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Okay. Caleb, our secret agent is back already. Hier sind wir schon mal richtig. The prince didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Asshole. So. Let's see if Caius was right. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Das war es noch nicht so ganz. Jara has always been wary of new technology.
Da muss ich mal kurz gucken. 4-mal diesen Knopf drücken. Viermal diesen Knopf drücken. Und dann 1, 2, 3. Okay. Also diesen Knopf 4-mal drücken. 1, 2, 3, 4. Dann einmal rechts. 1, 2. 1, 2, 3. Tut sich auch nichts. Ich will diese Schachtel unbedingt aufhaben. Dann einen nach links. Dann 1, 2. Da passiert also auch nichts. Viermal da, dann da und dann da. Sehr komisch. Nochmal neu. Ha! Ha! Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Entschlüsselte Konversation, 4. September 2019 um 21:30 Uhr. Aquila? Corvus? Sie haben den alten Code verwendet? Corvus, die jüngste Version wurde komprimiert. Notiz, es ist eine gute Idee, die Codes für mich zu behalten. Aquila, Alternativvorgehen? Pause. Aquila, Zeitpunkt des letzten Kontakts?
Corvus 19, 7 Uhr. Aquila Dauer, Corvus 2 Minuten 27 Sekunden. Aquila, gibt es etwas zu berichten? Notiz, Sie sind zuversichtlich und haben die Sicherheit vernachlässigt. Corvus, natürlich. Der Prinz will die Überwachung des Hafens verstärken. Corvus, ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber es könnte Ihre Transfers erschweren. Notiz, ist das alles, was ihr könnt? Aquila, danke, ich werde es an die Teams weiterleiten. Aquila, ich warte immer noch auf Ihre letzte Aktenlieferung. Corvus, ich arbeite daran. Sie wird bald kommen. Aquila, in diesem Fall, Aquila over and out. Ende der Unterhaltung. Notiz, das scheint ein Test zu sein, um zu sehen, ob die Identifizierung auch ohne den Code funktioniert. Wieso? Ich brauche mehr Informationen. It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Ah, fuck. Technologie sind wir nicht so weit. So Mist. Wo könnte hier ein Code sein? Mal überlegen. Jara has always been wary of new technology. Oh. Jara, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon so lange wartest. Aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu zu verdammen, meine Lage zu teilen. Doch keine Angst. Ich werde mich niemals von dir abwenden, Jara. Niemals! Wir sind auf ewig aneinander gebunden. Wir sind eins. Seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment. Nichts kann uns jemals trennen. Versprochen. Schau mal da oben. 18 4-1, ne? Ich probiere jetzt mal was. Wenn ich damit Glück habe, dann habe ich echt Glück. Ist die einzigste Nummer. 18 4 1. Enter. Yes! Ha! Gespräche Caius Leto. Von Caius an mich. 24.08.19. Wie Sie wünschen. Von mir an Caius Leto. Betreff 24.08.19. Quincy Market. Caius, ich überdenke nie etwas ohne neue Beweise. Wenn Sie welche haben, schicken Sie sie mir bitte zu. Und nicht über einen Computer. Sie wissen, was ich von Ihnen halte. Von Caius Leto an mich. 20.08.19. Betreff Quincy Market. Mrs. Drury, ich habe Sie bereits unterrichtet, dass ich den Fall Quincy Market genauer untersuchen muss. Ich weiß, dass Sie mit meiner Theorie nicht einverstanden sind. Aber ein fehlgeschlagener Angriff auf den Prinzen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Könnten Sie Ihre Position noch einmal überdenken? K. Von mir an Caius Leto, 3.9.19. Betreff unautorisierte Übertragung. Über so etwas mache ich keine Scherze. Von Caius Leto an mich, 2.9.19. Betreff unautorisierte Übertragung. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand in Ihren Computer hacken kann, da Sie Ihr Passwort alle 3 Tage ändern. Außerdem dachte ich, Sie bevorzugen handschriftliche Notizen.
Von mir an Caius Lito. Betreff unautorisierte Übertragung. Haben Sie versucht, auf meinen Computer zuzugreifen? Betreff unautorisierte Übertragung von Caius Lito an mich. Also eigentlich hätte ich unten anfangen müssen, aber ich habe jetzt oben angefangen. Mrs. Drury, ich habe ein Signal aufgefangen, bei dem es sich offenbar um einen nicht autorisierten ausgehenden Anruf handelt. Könnten Sie so bald wie möglich zu mir kommen, damit ich Ihnen die Einzelheiten mitteilen kann? K. So. Das hatten wir. Gespräch Hazel Iverson. Jetzt wird's interessant. Von mir an Hazel Iverson. 24.08.19. Betreff: Es reicht. Ich weiß, dass Sie die Durchsuchung meines Computers angeordnet haben. Sie müssen mich nicht derart überwachen. Was bin ich Ihnen nützlich, wenn Sie mir nicht vertrauen? Von Hazel Iverson an mich. 25.08.19. Betreff: Es reicht. Yara, wenn jemand versucht, deinen Computer zu durchsuchen, glaub mir, der Befehl kam nicht von mir. Ich habe volles Vertrauen in dich und bitte dich, das gleiche Vertrauen auch in mich zu haben. Darüber hinaus würde ich es begrüßen, wenn du in Zukunft nicht derart pauschale Anschuldigungen ohne Beweise erheben würdest. Wenn du irgendwelche Bedenken hast, komm bitte zu mir und sprich mit mir. Mit freundlichen Grüßen, dein Prinz Hazel Iverson. An Hazel Iverson, von mir. Betreff: Es reicht. Ich verlasse mich auf mich selbst, um zu schützen, was geschützt werden muss. Und ich habe meine eigenen Methoden, um mich vor unangemessener Neugier zu schützen. E-Mail an Sophia. So. Von mir an Sophia. 4.9.19. Betreff: Hartford Party. Sophia, es ist genau 22 Uhr. Ich breche zur Party auf und überlasse Caius Lito die Verantwortung. Sie kennen das Verfahren. Sagen Sie allen Bescheid. Gute Nacht, Yara Drury. Jüngste sichere Übertragungen. Bob. Oh, da ist ein Code. That should take less than a minute. So, Hälfte geschafft. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Ach Quatsch, das ist das Badezimmer. Hier muss ich raus. Oh. Wer ist denn das? Hello, Mr. Bazori. Mr. Lito asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Eventuell. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Das war ja mal easy peasy, oder? Also gut, dass ich den Code rausgefunden habe, sagen wir mal so, sonst wäre das Ganze ein bisschen heikel geworden. Warum? Jetzt muss ich diesen blöden Fahrstuhl wieder finden. Ach Mann, Leute. Da. So.
So, Meister, lass mich mal rein The hier. prince is ready to see you now. Just a second. I'll be right back. Ich muss noch mal... Ich muss noch mal runter. Ich wollte doch in die Wohnung von diesem anderen da. Ich glaube auch, dass da einer vorstand. Bin mir nicht sicher. Locked? Beryl must be out. I'll have to talk to him another time. Okay. Send-It hat sich erledigt. Dann geh mal zum Prinzen. The prince is ready to see you now. Alles klar. Great. Caleb, My prince. we were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him, and that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. It might be one of our own. That's what I think. It's the most plausible explanation. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Walk straight into the lion's den, all alone? I have complete faith in you, and you've always excelled in this sort of exercise. It should bring back old memories. I was a hunter of kindred. The SI is a different beast altogether. You don't think I'd ask you to do this if I didn't have a plan. Delson has found a way to sneak you onto the island. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly.
All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. Na klasse. There's no room for error, Bizori. Ist ja toll. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Okay. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Loyal bis zum Ende. Ja, Alternative, wir haben alles geschafft. Du hättest dich entschließen können, dein Kind Barry Underwood auf sein unangemessenes Interesse an Xu Feng anzusprechen und du hättest Jason Moores Leibwächter im Verhörzimmer des Hofes befragen können. Also okay. I'm guessing you tipped Bizori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial.
almost didn't make it out. I could have ended up a guinea pig in their strange experiments. Don't be ridiculous. We would have realized you'd gone missing soon enough. I would have sent someone to get you. Ugh, that's enough brooding. That's not why I brought you here. I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delsin and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delsin? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. We need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics, and it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Right Krass. then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it?
I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. So, und jetzt kommt, glaube ich, noch der dritte. Nee, die dritte kommt gar nicht. Ah, gut. There you are. Was gibt's? I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. Everyone's got their priorities, I guess. It's not like I've been waiting for hours. Oh, please. You're always asking for more space. You're going to complain about me giving you space now? I'm sorry I hoped for a little bit of support from you. You haven't asked for any since you threw me out of your life. Excuse me? What are you talking about? We never... Broke up? It's been 30 years, Amem. What? I don't remember. Come on. I get the feeling we need to clear up a few things. Yeah. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right, you have no memory of our breakup. None whatsoever. I really thought that you know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? More or less. That seems like forever. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. When I was there, with the Tremere, I saw things, glimpses of the past. It was like I was reliving certain episodes of my past. I guess that's what Osborne meant when he told me about the memories. What exactly did you see? I saw my attack with the Knights. I need to know. What happened after that? Did they pay for what they did to me? It's a long story, Mem. And it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it. But it's not your choice. It's not you we're talking about. It's me. I can't just sit here not knowing. I won't tell you a thing. Hilda, please. I said no. There's no point in insisting. Fine. Whatever you want. That's all. I'm sorry you had to go through that again. I can't imagine how upsetting it must have been. Yeah. Thank you. Thank you for sharing that with me. I'm sorry. I've got to go. I need to take some time to process all of this. The Prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways.
Oh, come on. Don't be like that. I'm sorry. You're right. You're my sire. I should believe you. And I do. We good? Would you tell me what you know? Please. Seriously, you don't think you're laying it on a little too thick? Not at all. You can be such a pain sometimes. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. Erkunde den Ort weiter, bevor du gehst. Nimm den Aufzug in April Bosleys Büro hinauf in die Wohnung des Prinzen. Okay. Sorry, Miss Lewis. You can't come through here. Sorry, Miss Lewis. The prince is holding an audience. Dann war das eine Etage zu hoch. Und hier sind jetzt alle Türen zu, ja toll. Ist ja wahnsinnig lustig. Tja. Dann müssen wir halt das überspringen, ne? Ja. Oder aber... I should go. Hazel gave me orders. Not just yet. Wo es einen Aufzug gibt, gibt es doch meistens auch eine Treppe, aber hier ist alles zu. The arena. Hilda's favorite playground. I don't know if I'd manage as well as she does.
have time to just laze around? I'd better You hurry. need to be fast. Büro gefunden. So. A direct route to the Prince's apartments. Eibruch plays the guard dog. The Swan's Nest. I hope it's worth it. Mein lieber Diane, Sie wissen, wie sehr ich Ihren Rat und unsere besondere Vereinbarung schätze. Deshalb bitte ich Sie, die gestern besprochene Aufgabe zu übernehmen. Eine Aufgabe, die Sie nur sehr ungern übernehmen wollten. Ich verstehe Ihre Einwände, aber das Hartford-Gildenhaus ist im Moment unsere beste Option. Wenn ich sage, im Moment, dann deshalb, weil ich damit rechne, dass sich die Situation ändern wird. Eine Veränderung, an der Sie selbst teilhaben würden. Im Interesse meiner Projekte kann ich keine Einzelheiten preisgeben, vor allem nicht in schriftlicher Form, aber denken Sie daran, dass ich weiß, woher Sie kommen und was Ihre Vorfahren durchgemacht haben. Hartford ist nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, ein Werkzeug, das ersetzt werden kann. Helfen Sie mir, und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich Ihnen helfen. Herzlichst, Hazel Iverson, Prinz von Boston. Okay, das nehmen wir mal. Club-Visitenkarte, okay. I didn't know Hazel was into music. BFDAC. Okay. There are faint marks on the wall. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. I get the feeling something's missing. Ups. Mein Prinz, ich habe Ihre Bitte um weitere Informationen über Mr. Underwood an Jason Moore weitergeleitet. Ich kann Ihnen nur gratulieren, dass Sie eine solche Initiative ergriffen haben. Ich habe eine stetige Zunahme der Kontakte von Mr. Underwood mit Sterblichen rund um den Globus beobachtet, insbesondere in Südamerika und Indien. Er ist sehr verschwiegen, aber er verbirgt seine finanziellen Transaktionen besser als seine Kontakte. Er hat das Bedürfnis, stets alles zu kontrollieren und nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle, um sich über die neuesten Nachrichten zu informieren. Wie die meisten Blaublütigen ist er ein Workaholic, der niemanden außer sich selbst traut. Seit er Caleb Bazorys Kind wurde, hat sich das Familienunternehmen, das er geerbt hat, zu einem riesigen, weit verzweigten Netzwerk entwickelt, das die Zuckerindustrie von der Produktion bis zum Verkauf kontrolliert. Er hat sich oft über die Regeln der Maskerade hinweggesetzt. Ich vermute sogar, dass er bei mehreren Gelegenheiten gegen viele unserer Grundsätze verstoßen hat. In jedem Fall wäre ich nicht überrascht, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Bei Hofe ist Mr. Underwood überaus listig. Er weiß, wie er seinen Einfluss vergrößern kann, besonders seit sich Mr. Bazory mehr zurückhält. Tatsächlich ist er nach ihnen das prominenteste Mitglied ihres Clans. Er ist allerdings auch eng mit ihren anderen Erstgeborenen verbunden, insbesondere Hilda McAndrews, aber auch in geringem Maße Richard Dunham. Die gegenseitige Abhängigkeit, die er aufgebaut hat, macht ihn zu einer Bedrohung für ihre Interessen. Es wäre für ihn ein leichtes, ihre Autorität zu umgehen, wenn ihm danach wäre. Er hat viele Möglichkeiten, Druck auszuüben. Ich erwähne hier nicht die Geschäfte der anderen Mitglieder, die von seinem Wohlwollen abhängig sind, aber ich fügere mehrere Dokumente bei, die diese Verbindung belegen. Ihr ergebener Diener, Caius Leto. Okay. Ist nix, haben wir nix. There are faint marks on the wall.
An der Wand kann man Spuren sehen. An der Wand kann man Spuren sehen. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol. I get the feeling something's missing. Ja, die Frage ist, was hier fehlt. Da oben brauche ich einen Schlüssel für. Aber ich habe keinen Schlüssel. Da muss hier unten noch irgendwas sein. Kann man auf der Geige spielen? Nein. Hallo.
I understand better now why Dijon never mentioned his sire. Mein Prinz. Hazel's always one step ahead. Mein Prinz, meine Reise nach New Orleans war nicht vergebens. Ich habe eine Menge über Dejan Siakas Vergangenheit gelernt. Er ist das Kind von Marie de Richet. Wundert mich nicht, wenn dir der Name nichts sagt. Sie ist recht gewöhnlich. Interessanterweise hatte sie allerdings Verbindungen zum Hartford-Gildenhaus. Sie wurde ohnehin nicht lange nach ihrer ungenehmigten Umarmung von den Hartfords Tremere zum endgültigen Tod verurteilt. Ihre Flucht führte sie nach Louisiana, wo sie Siaka traf. Sie umarmte ihn in einem Voodoo-Ritual, von dem ich nicht viel verstehe. Aber es scheint, einen tiefen Eindruck bei Mr. Siaka hinterlassen zu haben, der sein ganzes Leben lang von dieser Magie beeinflusst wurde. Es scheint, dass er nach New England gekommen ist, um eine Rechnung mit Hartford zu begleichen. Ich denke, dass wir dies im Hinblick auf das Abkommen, das wir uns vorstellen, zu unserem eigenen Vorteil nutzen können. Wir könnten ihn beispielsweise zu einem Mitglied des Hofs von Boston machen. Es dürfte nicht allzu schwer sein, ihn zu ihrer Marionette zu machen. Vor allem, wenn wir versprechen, sein Problem zu lösen. Er könnte dann mit dem Gildenhaus in Kontakt gebracht werden. Vielleicht als Schläferagent. Oder er könnte Verantwortung übernehmen und gleichzeitig unsere Marionette bleiben. Sollte Deneb Osborne jedoch herausfinden, was ich erfahren habe, wäre Mr. Siakas Existenz zweifellos bedroht. Die Entscheidung liegt bei ihm. Ich denke jedoch, dass dies eine einmalige Gelegenheit ist, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Ich habe vor, noch ein paar Tage zu bleiben, um einige weitere Punkte zu klären. Ich sende Ihnen diese Nachricht durch einen zuverlässigen Diener. Anschließend kehre ich so bald wie möglich an den Hof zurück. JD. So. Steinernen Schwan, den haben wir gerade gefunden im Schlafzimmer. Setzen wir mal dahin. Aha. Also hier ist nichts passiert, wo ich es dachte. Aber irgendwo ist was aufgegangen. Hier ist auch nichts. Ne, das ist ein Spiegel. There are faint marks on the wall. Irgendwo ist etwas aufgegangen. Die Frage ist halt nur, wo? Ah, da eine Schublade. Oh, das hat sich angehört wie, keine Ahnung. Wie eine ganze Wand, die sich bewegt hat. So, Schlüsselverwendung. Inspizieren. I wonder if... Genau. So. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass dieses ganze Ding da unten mit den Musikstücken in Zusammenhängt. Uff.
muss noch mal runter gucken. BFDAC. No, BFDAC. 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 That noise. Something moved. Okay. Ui. Dann wollen wir mal lesen. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Leisha were to find out... Sehr geehrte Miss Iverson, schweren Herzens bestätige ich, dass ich gestern Abend Ihren Befehl ausgeführt habe. Halsey ist nicht mehr bei uns. Nun müssen Sie sicherlich weniger Angst vor weiteren Zwischenfällen haben. Ich habe bereits Vorkehrungen im Institut für Leisha getroffen, denn ich bin mir sicher, dass sie einen Schock erleiden und gesundheitlich leiden wird. Auch wenn ich Ihre Gründe verstehe, möchte ich Sie bei allem Respekt davor warnen, dass Halseys Verschwinden nicht zwangsläufig zu einem größeren Erfolg führen wird, was das Potenzial für Leishas Vision angeht. Ich werde Leisha sagen, dass es einen unglücklichen Unfall gegeben hat, und wenn nötig, werde ich Ihre Erinnerung manipulieren, um das Schlimmste zu verhindern. Sie können sich auf meine Diskretion verlassen, und ich werde in dieser Angelegenheit wie ein Grab schweigen. Untertänigst Dr. R. Dunham. Oh oh. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Das ist der Doktor, ne? Mein Prinz, ich habe gehört, Sie befürchten, dass mein geschätzter Erzeuger, Gallup Basery, dem Lockruf folgt. Der fortschreitende Fortgehen der Ältesten unter uns ist in der Tat besorgniserregend. Vor allem, wenn es sich um einen so loyalen und wertvollen Untertan wie Gallup handelt. Dennoch glaube ich, dass ich einen Weg gefunden habe, ihn noch eine Weile zu Ihrer Verfügung zu halten. Mein Erzeuger ist ziemlich vernarrt in eine vielversprechende junge Frau. Er begehrt sie zu umarmen, mehr als ich ihn je etwas anderes begehren gesehen habe. Wieso, könnte man sich fragen. Warum noch einmal ein Kind erschaffen, wenn man bereits ein so erfolgreiches Kind hat? Ich würde es nicht wagen, mich selbst zu diesem Thema zu äußern und schließe mich dieser Frage an. Diese Xu Feng, wie sie sich das Objekt seiner Begierde nennt, sollte Ihnen also sehr bald offiziell vorgestellt werden. Sie wissen, wie sehr unser guter alter Basery an Traditionen hängt. Selbstverständlich wird er sie nur dann umarmen, wenn Sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben haben. Deshalb schlage ich vor, dass Sie irgendeine obskure Ausrede, wie zum Beispiel die Überfüllung von Boston, benutzen, um Zeit zu schinden. Er wird es verstehen. Wenn es etwas gibt, was Gallup gut kann, dann ist es, Prinzen zu verstehen. Selbst wenn sie Entscheidungen treffen, die seinen Interessen zuwiderlaufen. Bitten Sie ihn um mehr Zeit, schieben Sie es hinaus oder ignorieren Sie seine Bitte einfach. Und er wird umso mehr bereit sein, Ihnen seinen Wert zu beweisen, Ihnen zu zeigen, dass er es verdient hat. Selbstverständlich erwarte ich für diesen Ratschlag keine Entschädigung in irgendeiner Form. Allein die Tatsache, dass ich meinem Prinzen und dem Hof von Boston diene, dass ich also meine Pflicht erfülle, ist für mich Lohn genug. Untertänigst Beryl Underwood, Mitglied des Rats des Erstgeborenen. So Hazel has her eye on my clubs. Ugh, politics. Always politics. What's her game? Is this how she thanks her allies? Jason, als Prinz von Boston bin ich, wie Sie wissen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Domäne zu erweitern. Einige meiner Berater haben mich auf eine Möglichkeit aufmerksam gemacht, wie wir das Bostoner Nachtleben noch besser in den Griff bekommen könnten. Ich möchte Sie bitten, den Erwerb einer Reihe von Veranstaltungsorten zu prüfen. Eine spezifische Liste in diesem Schreiben beigefügt. Diese Veranstaltungsorte werden derzeit von Louise genutzt, die Sie noch nicht wirklich kennen. Sie ist eine von uns. Aber ich bitte Sie um äußerste Diskretion in dieser Angelegenheit. Mit freundlichen Grüßen, Havel Iverson, Prinz von Boston. Okay. Machen wir das mal schön wieder zu. That was it, ne? I should go. It's gonna be a long night. First, the Anarchs. But I have to find them first.
Erfolg, du hast dich entschlossen, Nachforschungen zum Prinzen von Boston anzustellen. Du hast die geheimsten Geheimnisse des Prinzen von Boston enthüllt und Resonanzbonus Auspex. Alternative, du hättest herausfinden können, dass Barrel Underwood und Gallops Ghoul Xu Feng etwas im Schilde führten und du hättest ein Geheimnis über deine Erzeugung Hilda McAndrews herausfinden können. Oha. Da waren wir ein bisschen schlampig, würde ich mal sagen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder, wenn wir die Anarchen davon überzeugen, sich für uns zu opfern. Und wir suchen den Anarchenprinz. Bis dann! Ich hoffe, ihr bewertet, liked das Video wieder oder kommentiert, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr besondere Wünsche habt oder besondere Anregungen habt oder ihr kommentiert einfach nur so, hi Patrick oder so. Darauf antworte ich auch. Ja, ansonsten, tschüss. Sehen wir uns im nächsten Let's Play. Bis dann.